ist das so eine Gewohnheit wegen des Foodtrucks quasi, ne? Ich finde eigentlich, also als ich noch richtig gekocht habe, um es jetzt mal so auszudrücken, habe ich auch nie Handschuhe getragen. Man ist ja in der Küche, man kann sich ja alle 1,5 Minuten die Hände waschen und das tut man dann ja auch. Man hat das ja auch gar nicht so, dass man jetzt zwischendurch kassiert, sondern man kocht ja dann nur. Also man hat das ja gar nicht mit dem Umswitchen sozusagen, ne? Ich bin Köchin, also insofern war das jetzt nicht so wahnsinnig kein riesengroßer Schritt, sondern ich habe über 10 Jahre in der Sterneküche gearbeitet und so und habe dann irgendwann gemerkt, dass ich eigentlich immer genervt bin, angestellt zu sein. Und im Endeffekt immer so viel Herzblut reinsteckt und dann irgendwie das Gefühl hat, dass es den Chef oder den Inhaber, die Inhaberin weniger interessiert als einen selber und man eigentlich nur Energie verpulvert. Und dann habe ich gedacht, dann muss ich mich wohl selbstständig machen. Da führt dann wohl kein Weg dran vorbei. So. Und dann war halt damals, bin ich gerade nach Hamburg oder nach Deutschland gezogen. Ich habe super lange im Ausland gelebt. In der Schweiz über 10 Jahre und in England. Und dann eben bin ich gerade wieder zurück nach Deutschland gezogen, nach Hamburg und habe dann gemerkt, ich muss mich eigentlich selbstständig machen. Und dann war das irgendwie so das überschaubarste finanzielle Risiko mit dem Foodtruck, weil man kannte mich ja überhaupt nicht aus, ne? Ich hatte überhaupt keine Ahnung von Hamburg. Also ich habe zwar auch nach Ladenlokalen geguckt, aber ich hätte jetzt gar nicht gewusst, wo eine gute Lage ist. Ich hätte überhaupt nicht gewusst, was eine normale Miete ist, was irgendwas kostet, weil ich auch Euro gar nicht mehr gewöhnt war quasi. Ja. Und dann hat sich das so verselbstständigt irgendwie und seitdem mache ich das. Also seit 2015. Wie lange werden die gebraten? 7-8 Minuten ungefähr. Wollt ihr mir einmal noch einen Vornamen sagen? Dann kann ich euch rufen, wenn das fertig ist. Wir bleiben David. David. Danke. Weißt du auch schon, was du möchtest? Ja, einmal das Classic Grilled Cheese. Ja, magst du auch noch Bacon drauf haben? Nee, ohne. Magst du was trinken? Vielen Dank. Das Classic war das, ne? Dann mach ich einmal 9 Euro verraten. Überall auf der Welt habe ich das Gefühl, gibt es Grilled Cheese Sandwiches und das ist irgendwie das Normalste von der Welt und hier nicht. Nicht, okay. Und dann dachte ich, na gut, wenn ich das irgendwann mal essen möchte, dann muss ich es wohl selber machen, ne? So, und ich glaube, es gibt ja auch bis heute niemanden, der das, also mittlerweile oder in den letzten paar Jahren wird es ja immer mehr, dass Leute in Cafés oder irgendwelchen Läden oder so, dass es auch ein Grilled Cheese Sandwich gibt. Aber, also, dass jemand das nur macht, das habe ich jetzt nicht, dass ich wüsste, ehrlich gesagt. Ich habe halt lange gesucht, bis ich einen super Bäcker gefunden habe und das richtige Brot dafür. Irgendwie halt einfach nur Toast war mir jetzt doof. Sondern ich finde es schon wichtig, dass das Brot irgendwie auch ein bisschen eigenen Geschmack hat und ein bisschen Biss und so eine Struktur. Das ist jetzt vom Holzofenbäcker aus Sauensiek. Das wird halt extra für uns gebacken, genauso. Das ist halt, Brot wird extra gebacken. Genau. Die Käsemischung machen wir selber. Auch mit Käsen zum Teil aus der Region und so. Und ja. Und wo findet man euch? In unserem Laden in der Seilerstraße, auf dem Kiez. Und mit dem Foodtruck machen wir halt momentan hauptsächlich Caterings und dann so ein paar Veranstaltungen wie jetzt hier. Also sind wir heute beim Sondersmarkt. Den Sommer über machen wir ein paar Festivals auf dem Dogville-Gelände, das Dogville-Spektrum. Also auch große Festivals? Genau, aber so regelmäßige Sachen mit dem Foodtruck mache ich eigentlich, seitdem ich den Laden habe, nicht mehr. Ich habe lange so Lunch gemacht vor irgendwelchen Bürogebäuden, aber ich wollte ja auch den Laden haben, damit ein bisschen mehr Ruhe reinkommt, ne? Ein bisschen mehr Routine, dass man nicht ständig irgendwo... Ist ja auch alles sehr anstrengend, ne? Ja. Ständig das Auto beladen, Riesenmengen vorbereiten, irgendwo hinfahren, alles aufbauen, nachher alles wieder abbauen, abwaschen, keine Ahnung. Gerade wenn man auf so ein Festival fährt irgendwie. Das heißt, früher war das ein kleines Campingauto? Nee, das war ein Bäckerei-Verkaufsfahrzeug.
Also ich habe ja angefangen mit einem Stand, den habe ich selber gebaut so, weil ich das auch erstmal gucken wollte. Also das war halt irgendwie, es ist so entstanden. Wie gesagt, ich habe es ja nicht geplant. Ich habe nicht irgendwie einen Businessplan geschrieben und gesagt, ich truck, nee. Ich habe mit dem Stand angefangen und das lief auch super, hat mir mega Spaß gemacht. Auf dem Kies. Und irgendwann, ja genau, also hauptsächlich. Und irgendwann ging es mir einfach auf die Nerven, weil man ständig irgendwie dieses ganze Gerödel hat. Und diesen Stand auf- und abbauen, alles immer ins Auto stopfen, wieder raus. Dann regnet es natürlich ständig und alles ist nass und dreckig und ekelig. Und dann habe ich eigentlich mehr nur so mal angefangen zu gucken nach einem Foodtruck, weil ich überhaupt keine Ahnung hatte, was sowas überhaupt kostet. Ne? Das war halt irgendwie so, ob das überhaupt im Bereich des Erschwinglichen ist, so ungefähr. Und dann habe ich dieses gute Stück gefunden und der ganze Ausbau hat natürlich auch noch Geld gekostet und so. Ja, Mittlerweile habe ich auch noch sehr viel Geld reingesteckt. Auch nochmal mal für TÜV und Reparaturen und dies, das und jenes. Wie gesagt, dieses Ding ist jetzt 31 Jahre alt. Okay. Insofern, naja, aber ich liebe sie sehr. Wie wäre das denn mit einem Classic Grill Cheese Sandwich? Ja, das wäre ganz hervorragend. Wie wär's dann noch mit Bacon da dazu? Nee. Nee. Okay, dann nicht. Dann macht das einmal 9 Euro. Ich danke dir. Magst du mir auch einmal deinen Vornamen verraten? Dann rufe ich dich, wenn das fertig ist. Lutz. Lutz. Supi. Dann sehen wir uns. Sekunde. So. Vielen lieben Dank Lasst euch. es euch schmecken. Schönen Sonntag noch. Ebenso. Das war David! Ihr braucht 2 Servietten. So, lasst es euch schmecken. Genau, unsere 3 Käsemischungen. Schweizer Bergkäse, 8 Monate, Rohmilch aus dem Thurgau. Der Sauerbauernkast ist so ein bisschen wie ein Gouda, aber aus Holstein. Und Mozzarella, damit es schöne Fäden zieht. Das ist doch schön. Dann rufe ich Marco schon mal. Das ist schon einmal das Mac and Cheese. Warte, ich packe da ein zweites sofort ein. So gut, einfach immer die Todesschlange sonst bei euch. Und jetzt Celine? ein Käsesandwich nehmen wir, ein Classic. Ja, So, lass es dir schmecken. danke. Guten Appetit. Alles klar. Kommt danach.
Elsa! So. Bitte. Achso? Henrike? Verrückt. Mama, kann ich hier Ich möchte ein ganz einfaches Grilled Cheese. Einmal ein Klassiker mit raffischen Käse. Ja, genau den. Habe ich drüber gelesen. Alles klar, das macht. Möchtest du noch was trinken? Nee, danke. Dann macht das einmal 9 Euro genau. Ich danke dir. Bekommst du auch was? Und ihr so? Wir hätten gerne ein Classic Grilled Sandwich Ja. und einmal das Today's Special. Wollt ihr auf den Klassiker noch Bacon drauf haben? Willst du noch den Speck drauf haben? Nee, nur ganz regulär. Heute noch was trinken? Ich weiß nicht sehen, ne? Welches denn? Klassiker? Wollt ihr da Bacon drauf haben? Ja, vielen Dank. Hast du? Habe ich, danke.